Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute mal vor barockem Hintergrund. Sie sehen da ein schönes barockes Schloss hinter mir, welches ich selbstverständlich so leger gekleidet wie ich bin nicht betreten werde. Ich werde mich also hier in diesem Schlossgarten aufhalten, wenn ich Ihnen gleich über einen ganz tollen Hund erzählen werde. Doch zuerst möchte ich mich noch mal herzlichst bei Ihnen bedanken für die ganz vielen lieben Kommentare, die Sie mir unter das letzte Video geschrieben haben. Vielen herzlichen Dank nochmal dafür, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, Sie hatten ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und jetzt gehen wir es an mit diesem Video. Klassische Molosser im Sinne von Mastino Napolitano, Cane Corso, Fila Brasileiro, Sie wissen schon, kurzhaarig, oftmals mit Falten behaftet, groß, stark. Und dann gibt es die Herdenschutzhunderassen. Und diese beiden Kategorien sind ja eigentlich eine Kategorie, die sanft fließend ineinander übergeht. Also von den klassischen Molossern, kurzhaarig, faltig, groß, stark, zu den Herdenschutzhunderassen, auch groß, stark, doch oftmals langhaarig, aber immer mit dichterem Fell. Würde ich sagen, da nimmt der Mastino Espagnol schon den ersten Übergang ein, weiter bis zum Alabei, dem anatolischen Schäferhund, bis hin zum Kaukasen. Also das ist ein fließender Übergang dieser zusammengehörenden Kategorie, wenn ich das so nennen kann. Doch es gibt da parallel dazu laufend eine eigene Linie. Hunde, die ebenfalls zur Kategorie der Molosser zählen, aber eine eigene Linie für mich darstellen. Also nicht die gleiche Linie fahren wie eben die klassischen Molosser und diese Herdenschutzhunderassen. Und zu dieser Linie gehören für mich der Bernhardiner, der Neufundländer, der Landseer, aber auch der Leonberger. Und um den Leonberger geht es heute. Ja, ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen schon mal einen Leonberger gesehen haben und einige von Ihnen besitzen vielleicht einen. Ich glaube, mich erinnern zu können, auch angeschrieben worden zu sein von einem Zuseher, der einen Leonberger Mix besitzt. Das sind fantastische Hunde und ich sah schon sehr oft Leonberger und habe auch zwei ganz nette persönliche Erfahrungen mit diesen fantastischen Hunden gemacht. Doch dazu etwas später. Tauchen wir kurz zuvor mal in die Geschichte dieses tollen Hundes ein. Die Stadt Leonberg in Deutschland war hunderte Jahre lang für ihre Viehmärkte bekannt. Doch nicht nur für ihre Viehmärkte. Man wusste auch grenzüberschreitend, dass man in Leonberg einige der tollsten Treiber- und Hütehunde erwerben konnte. Maria Theresia zum Beispiel, die holte sich ihre Hunde stets aus Leonberg. Die Preußen, die Sachsen und die Österreicher, die deckten sich mit Armeehunde aus Leonberg ein. Also die Stadt Leonberg war nicht nur bekannt für ihre Viehmärkte, sondern auch für ihre ausgesprochen tollen Hunde. Es gab da einen Herrn Heinrich Essig, der war Stadtrat in Leonberg und lebte von 1808 bis 1889 dort. Und das war ein sehr bekannter Hundezüchter, der auch sehr bald viel Rede von sich machte. Denn der züchtete seine eigenen Hunde, welche man damals als Mähnenhunde bezeichnete. Und die waren auf Herrscherhöfen in kürzester Zeit äußerst beliebt. Diese Hunde hatten eine Ähnlichkeit mit Löwen. Und hier kommt die Mär oder die Legende, Herr Essig wollte Hunde züchten, die dem Wappentier von Leonberg ähnelten. Das Wappentier von Leonberg ist der Löwe. Doch weiß man heute nicht, ob das Absicht war oder ob es eher nur Zufall war, dass der Leonberger mit seiner auffallenden Mähne einem Löwen etwas ähnelt. Man sagt halt, Herr Essig wollte einen Hund züchten, der dem Wappentier von Leonberg ähnelt. Man nimmt heute an, dass er sich hauptsächlich den Verpaarungen von Bernhardinern, Landseern, die damals noch als schwarz-weiße Neufundländer bekannt waren, und Pyrenäenberghunden widmete.
und somit einen eigenen Typ Hund erschaffte, der schnell für Neid und Missgunst bei anderen Hundezüchtern sorgte, denn Herr Essig verkaufte diese Hunde für horrende Preise, unter anderem an Personen wie Kaiserin Elisabeth, und die holte sich gleich 7 dieser Hunde von Herrn Essig mit nach Österreich. Aber auch an den König von Italien, Umberto, und soweit ich weiß, auch an den Prinz von Wales und den Zar von Russland und viel mehr. Dieser Hund erlitt fast dasselbe Schicksal wie viele andere große, schwere Hunderassen, die, ja, sage ich mal, recht hohen Nahrungsbedarf haben. Und zwar verschwand dieser Mähnenhund aus Leonberg fast zu Zeiten der beiden Weltkriege, weil sich niemand mehr solch einen Hund leisten konnte. Doch zum Glück wurde diese Gefahr abgewandt und diese Hunderasse wurde erneut zum Leben erweckt. Denn 1955 wurde der Leonberger von der FCI offiziell als Hunderasse anerkannt und somit blüht er heute nach wie vor in voller Pracht. Zum Glück, denn es wäre sehr schade gewesen, hätten Hundeliebhaber auf diesen Hund heute verzichten müssen, wenn ich das so sagen kann. Selbstverständlich gibt es auch für den Leonberger einen Rassestandard, doch Sie wissen, ich kratze die oftmals nur an und gehe da nicht komplett ins Detail, denn wenn würde ich einen Rassestandard von A bis Z zerlegen, dann würde der 80% des ganzen Videos einnehmen. Also, gehen wir mal kurz oberflächlich zum Rassestandard des Leonbergers und hier sprechen wir von Schulterhöhen bei Rüden bis zu 80 cm. Also das sind schon ziemliche Kaliber. Sind schon sehr große Hunde. Und wenn sie schon mal vor einem Leonberger gestanden sind, dann wissen Sie, wovon ich spreche. Auch die Hündinnen erreichen Schulterhöhen bis zu 75 cm. Also das sind schon anständig große Mädchen. Beim Gewicht können Leonberger Rüden bis zu 70 Kilo schwer werden. Und auch Hündinnen erreichen über 60 Kilo. Ich möchte mich hier nochmal ausbessern. Rüden beim Leonberger werden oftmals schwerer als 70 Kilo. Und liebe Zuseher, ich weiß, es gibt da draußen viele Leute, die ein gewisses Temperament bei ihren Hunden fördern wollen. Doch Besitzer von ihnen, die Hunde haben, welche sich jenseits von 50 Kilo bewegen, die wissen, was sich abspielt, wenn ihr Hund mal außer Rand und Band gerät. Also ich durfte das schon des Öfteren genießen, manchmal öfter als mir lieb war. Und Sie werden mir bestätigen, dass Hunde jenseits von 50 Kilo, aber auch unterhalb, wenn die mal echt Gas geben, sich mächtig ins Zeug legen können. Also da müssen sie schon verdammt viel gegenarbeiten und diese Hunde entwickeln oftmals Energien, die für einige Menschen nicht mehr kontrollierbar dann sind. Ja. Und obwohl der Leonberger als recht führiger Hund gilt, ich komme dann gleich zu den Charaktereigenschaften, wissen Sie, dass das auch ein Hund ist, der in eine Kategorie hineinfällt, wo man solch ein Fördern von gewissen, sage ich mal, Drive bei Hunden eher unterlassen sollte. Ja? Denn wenn der dann mal auftritt und Sie haben einen Hund mit 70 oder 75 Kilo an der Leine, da spielt's fest Granada. Das wissen Sie aber mit Sicherheit selbst. Ja? Das Fell des Leonbergers ist wunderschön. Das ist ein Langhaar, er hat ein sehr pflegebedürftiges Fell und auffallend bei diesem Fellkleid ist beim Leonberger diese ausgeprägte Hals- und Brustmähne, die ihm ähnlich zu einem Löwen erscheinen lässt, gepaart mit einer ähnlichen Farbe, wie sie Löwen vorweisen, nämlich von goldgelb bis rotbraun hinein. Was allerdings unbedingt auch ein Muss ist beim Leonberger, ist die schwarze Maske, welchen diesen Hund ein besonders markantes Aussehen von der Kopfform, also wenn man einen Leonberger ansieht, diese schwarze Maske verleiht ihm ein besonders markantes, hübsches Aussehen, meiner Meinung nach. Die Gesamterscheinung dieses Hundes, wenn ich das so beschreiben kann, auf mich wirkt er sofort wie eine Art Herdenschutzhund, aber geht auch in die Richtung dieser klassischen Molosser hinein, wenn man eben die Fellbeschaffenheit außen vor lässt. Auch bewegt er sich
völlig ident mit diesen Carpazundern, die ich gerade genannt habe. Ein unheimlich eleganter Hund, groß, majestätische Erscheinung, aber völlig ähnlich zu den Herdenschutzhunderassen, benennen wir Kaukasen oder ja, wie einer seiner Vorfahren, Pyrenäenberghunde, polnischer Tatrahund, Schaplaninaz. Er ist kein Herdenschutzhund, aber er hat absolut die Optik von Herdenschutzhunden. Also die weist er meiner Meinung nach vor. Ich möchte hier mal einen Vergleich bringen, wie mir diese Parallellinie zu den klassischen Molossern und Herdenschutzhunderassen vorkommt. Und hier spreche ich eben von diesen Bernhardinern, Neufundländern, Landseern und eben auch dem Leonberger. Mir kommt das immer so vor, als stellen Sie sich vor, eine American Football Mannschaft, also da haben Sie die Wide Receiver, nehmen wir den Togo Argentino und den Presa Canario her, dann haben Sie die Offense oder Defense Line, das sind die Brocken, nehmen wir hier die schwereren Kaliber, von mir aus den Alabay, Mastino Espagnol, den Fila, den Mastino Napolitano, Bordeaux und so weiter. Und draußen auf der Bank haben Sie die Coaches mit den Headset, die Anweisungen geben. Sie wissen schon, und so wie die Coaches kommt mir diese zweite Parallellinie zu den klassischen Molossern und Herdenschutzhunderassen immer vor. Man sieht, ja, die hatten klarerweise, klar erkennbar auch mit dem Sport zu tun, die waren auch mal aktiv, sind aber jetzt nicht mehr aktiv, aber sind dennoch Brocken und wissen Sie, so in die Richtung hinein. Also sie gehören zum Spiel, aber sind nicht aktiv im Spiel drinnen. Verstehen Sie, was ich meine? Und so kommen mir eben Leonberger und Co., Bernhardiner, Neufundländer und Landseer vor. Kommen wir mal zum Charakter des Leonbergers. Und dieser Hund gilt unter allen Rasseliebhabern als absolut souverän und nervenstark. Ich möchte aber betonen, dass der Leonberger ganz typisch für molossoide Hunderassen, für Hunderassen, die groß und schwer werden, recht lange braucht, um reif zu werden im Kopf. Sie wissen schon, viele Hunderassen, speziell diese, die in der Molosser-Herdenschutzhunde-Kategorie zu Hause sind, die brauchen etwas länger, um erwachsen zu werden, geistig erwachsen zu werden als andere Hunde. Schieben körperlich recht anständig an und sie haben oftmals einen Hund mit 80 cm Schulterhöhen vor sich stehen, der dennoch im Kopf noch pubertierend ist. Ja? Das ist so. Ich kann mich erinnern, dass mein erster Hund, der Boris, auch sehr lange Zeit brauchte, um im Kopf völlig reif zu werden. Doch ein erwachsener Leonberger gilt als souveräner, ruhiger, ausgeglichener, nervenstarker Hund. Optimalerweise weisen Leonberger entweder überhaupt keinen oder nur schwach ausgeprägten Jagdtrieb vor, haben auch keinen Jagdhund in solchem Sinne in ihren Vorfahren, und das kommt diesem Jagdtrieb, ja, mehr oder weniger, wenn ich so sagen kann, diesem niedrigen Jagdtrieb, mehr oder weniger, wenn ich so sagen kann, zugute. Ist ja keine schlechte Sache, speziell dann, wenn Sie in ländlichen Gebiet leben, wo viel Wild vorkommt, so wie es bei mir der Fall ist. Ich habe mit dieser Eigenschaft bei meinem Hund oftmals mehr zu kämpfen, als mir lieb ist. Der Leonberger gilt als sehr geduldig mit Kindern und absolut loyal in der Familie. Und obwohl dieser Hund sehr ruhig und ausgeglichen ist, ist er ein exzellenter Wachhund mit ausgeprägtem Schutztrieb. Doch würde ich sagen, dass dieser Hund, obwohl er hochintelligent und auch lernbereit ist, nur teilweise für den Abrichtersport geeignet ist. Also er ist weit davon entfernt, als Gebrauchshund bezeichnet zu werden. Aber selbstverständlich kann man auch mit einem Leonberger in diese Richtung arbeiten. Davon bin ich überzeugt. Ich möchte Ihnen jetzt kurz mal 2 persönliche Erlebnisse mit diesem tollen Hund erzählen. Ich bin jetzt seit etwa 13 Jahren hier in Neudörfel zu Hause, bin ja von Wien hier rausgezogen. Und ich kann mich erinnern, da war ich 2 oder 3 Wochen gerade mal hier. Dann ging ich zum Auto runter und hörte plötzlich Wirbel am Ende der Gasse und dachte mir, was ist da geschehen? Da sah ich vom Ende der Gasse eine Frau mit einem Kinderwagen und 3 Kindern. Die Frau war klar erkennbar aus dem orientalischen Kulturbereich. In die Gasse hineinkommen und fürchterlich schreien.
Und ich dachte mir, die wird überfallen oder keine Ahnung. Und sah mir ich sah nichts. Ja, und dann bemerkte ich, dass links von mir, da ist eine größere Wiese, eine Leonberger Hündin stand. Ja, die war von mir entfernt 40, 45 Meter, sollen es 50 Meter gewesen sein. Und also die stand links von mir und vor mir kam etwa 50 Meter entfernt eben diese Dame mit den Kindern und den Kinderwagen hinein. Und die dürfte die Leonberger oder hat die Leonberger Hündin gesehen, die aber nur auf der Wiese stand und durch die Gegend sah. Also die hat nichts getan. Aber diese Dame fürchtete sich vor dem Anblick dieses Hundes und bekam einen Schreianfall. Und da sah ich Baloo, die Leonberger Hündin, das erste Mal und die war völlig verstört. Also die ging da zurück und wusste überhaupt nicht, was da los war. Die Besitzerin, eine Nachbarin, die hinter uns wohnt, hat jetzt einen Samoyedenspitz, denn die Baloo, diese Leonberger Hündin, die gibt es leider nicht mehr. Die hat jetzt einen Samoyedenspitz. Die kam selbstverständlich raus und holte die Baloo hinein. Also absolut kein Problem. Die Hündin drehte sich um und ging wieder rein. Ich traf diese Hündin dann in den folgenden Tagen des Öfteren und habe mich auch darauf konzentriert, sie zu treffen, denn die schien mir sehr nett, was sie auch war. Doch ich hörte, wie die Besitzerin sie hineinrief, also Baloo, komm rein. Also wusste ich ihren Namen. Und als ich eines Tages wieder zum Auto runterging und die Hündin auf der Wiese stehen sah, habe ich sie gerufen. Baloo, Mädchen, Baloo. Und sie sah mich an mit ihren Schlappohren, ja, und war völlig erstaunt, wer ist das? Und begann sich zu nähern. Aber näher als 10 Meter kam sie nicht. Ich ging auch langsam auf sie zu, denn ich sah anhand ihrer Körpersprache, die war absolut lieb, also total freundlich. Ich schätze sie auf 5, 6 Jahre alt wird sie gewesen sein damals und machte überhaupt keine Anstanden, mir zu verstehen zu geben, ja, bleib wo du bist oder was. Aber sie kam auch nicht näher, also sie war etwas schüchtern. Doch mit der Zeit dann gewöhnten wir uns beide aneinander und wir wurden mehr oder weniger Freunde. Ich hatte nicht intensiven Kontakt mit der Hündin, aber wir grüßten uns, wenn man so sagen kann. Ja, also eine sehr liebe Hündin, groß. Ich schätze sie auf knappe 75 cm Schulterhöhe. Wunderschönes Fell, eine herrlich schwarze Maske. Also ein Leonberger Mädchen, wie es im Buche steht. Ganz nett, ganz fantastisch. Also das war ein Erlebnis hier in Neudörfel mit einer Leonberger Hündin. Aber jetzt kommt ja das tollste Erlebnis, das ich je mit einem Leonberger hatte. Und damals lebte ich noch in Wien. Das muss in den 90ern gewesen sein. Und ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der wohnte nicht weit von uns. Ich benötigte damals ein Autoradio und er hörte, also wir sprachen drüber und sagte erst, ich muss mir einen neuen Autoradio besorgen, meiner ist kaputt geworden. Und er meinte, du, ich habe einen zu Hause, vielleicht gefällt er dir. Also fahr schnell mit mir mit ins Haus. Der lebte bei seiner Mutter oben im Stock. Seine Mutter lebte im Erdgeschoss, die hatten ein großes Grundstück. Er holte den Autoradio aus dem Keller herauf und zeigte ihn mir. Vielleicht will ich ihn ja haben, er schenkt ihn mir. Ich bin mitgefahren und als wir dort ankamen, uns einpackten, ausstiegen und uns dem Grundstück näherten, schoss zum Zaun ein Leonberger rüde hin und drohte mir. Aber glauben Sie mir, das war 92 oder 93, also ich war 22 oder 23 Jahre alt. Hatte schon recht gute Erfahrungen mit Hunden gemacht und konnte mit Körpersprache bei Hunden gut umgehen. Also ich konnte sehen, der Hund meint das ernst. Also der sagte mir, komm hier ja nicht näher. Ich so, ein Leonberger, sagte ich zu meinem Freund. Ja, das ist Fipso. Ja, Fipso. Ja, und ich sagte, Fipso, nicht? Also, wie kann man einen Leonberger Fipso nennen? Lieber Name, nicht? Aber unter Fipso stellt man sich eher vor einen Yorkshire Terrier oder einen Malteser. Nicht? Und ich muss heute noch jedes Mal lachen, wenn ich an den Namen Fipso denke. Ja? Also, nein, aber ja, Fipso. So hat ihn die Mutter genannt. Fipso. Verzeihung. Und Fipso kam halt zum Zaun und drohte mir, ich soll hier ja nicht rein. Und er sagte, na komm rein. Und ich zeigte ihm, ich sagte, bist krank oder was? Also ich gehe ja da nicht rein. Nicht? Also was ist mit dir? Ich gehe da nicht rein. Der Hund zerlegt mich. Ne? Na, vertrau mir, sagt er zu mir, du kannst ruhig
reinkommen. Der ist immer so. Und wenn man die Tür aufmacht, ist er so erst, sage ich immer, Alter, sage ich ihm, der Hund steht da drinnen und droht mir im Ernst. Erzähl mir nicht, der begründet. Er wiederholte nochmal, vertrau mir, Ronny, komm hinein. Der Hund tut dir nicht, Fipso tut dir nichts. Ja. Also glauben Sie mir, ich kannte mich damals schon mit Körpersprache bei Hunden relativ gut aus und ich vertraute ihm nicht. Aber er überredete mich und öffnete die Gartentür. Und was glauben Sie, was geschah? Das habe ich noch nie gesehen. Bis heute habe ich das noch nie gesehen. So ernst, ja, und so aggressiv der Hund mir drohte, als ich noch vor dem Gartentür stand. So freudig begrüßte er mich, als die Gartentür aufging und ich reinging. Ja. Ich war völlig baff, völlig perplex, denn mit dem hatte ich absolut nicht gerechnet. Ich rechnete damit, dass wir da jetzt reingehen und der Hund versucht mich zu attackieren und mein Arbeitskollege ihn irgendwie packt oder weiß ich nicht. Ja. In diese Richtung war ich eingestellt. Doch, der machte das Gartentür auf, wir traten ein und die absolut drohende Körperhaltung, aggressive Körperhaltung dieses Leonbergers wandelte sich in eine absolut demütige, freundliche Haltung, die mich zum Spielen auffordert. Ja, hallo. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Die Rute bewegte sich, die Ohren waren zurückgelegt. Also absolut positiv. Das habe ich noch nie erlebt und bis heute nicht mehr erlebt. Also Fipso war Dr. Jekyll und Mr. Hyde in Person. Also zwei Gesichter, extrem. Ja. Also das war Fipso. Ja. Den sah ich dann auch des Öfteren noch. War auch eine sehr nette Dame, seine Mutter, und den Autoradio hat er mir auch geschenkt. Den konnte ich gut brauchen. Ja, das waren meine zwei persönlichen Erlebnisse mit Leonbergern, die ich Ihnen erzählen wollte. Also die erste, die Baloo, ganz eine nette Hündin, und dann Fipso. Ja, Fipso. Für wen ist der Leonberger geeignet? Ich würde mal sagen, der Leonberger ist ein Hund, der Menschen ansprechen könnte, die Optik von Herdenschutzhunderassen sehr gefällt, ja, welche sich aber Herdenschutzhunderassen nicht wirklich zutrauen, denn mir ist schon klar, auch Leonberger können Ellbogen haben. Wir wissen, hier kommt wieder der Begriff Individualität ins Spiel, das ist mir alles klar. Doch ist es nun mal so, dass der Leonberger, wenn er den Rassestandard optimal vertritt, wenn er gut erzogen wird, bei weitem nicht so kantig ist wie ein echter Herdenschutzhund à la kaukasischer Hofjagger zum Beispiel. Also, ich bin davon überzeugt, dass ein Leonberger führiger ist, ja, und sich als Ersthund für Leute auf jeden Fall mehr eignet als ein doch recht feuriger Herdenschutzhund. Ja. Selbe Körperausmaße, also staturmäßig fahren die eine Schiene. Groß, schwer, stark. Auch die Fellbeschaffenheit und so weiter. Aber charaktertechnisch ist der Leonberger, neigt er weniger dazu, ganz so viel Feuer inne zu haben, wie ein echter Herdenschutzhund. Verstehen Sie? Das werden Sie mir zugestehen. Deswegen meine ich, dass der Leonberger eventuell eine sehr gute Alternative zu Herdenschutzhunderassen darstellen könnte, wenn Sie eine Person sind, die sich für diese Kategorie interessiert, aber sich nicht sicher ist, gleich da wirklich in die härtere Kategorie reinfahren zu wollen. Aber mit Sicherheit auch ein Hund, der interessant sein könnte für Fans von klassischen Molossern, denn obwohl der Leonberger kein Kurzhaar ist, empfinde ich ihn sehr Molosser ähnlich. Ja? Also das würde ich behaupten, dass der Hund für solche Leute geeignet wäre. Klar wäre es optimal bei diesem Hund, wenn man über ein Grundstück verfügt. Schauen Sie, das ist ein ziemlicher Koloss und eine zu kleine Wohnung wäre hier nicht zu raten. Ich glaube, da liege ich richtig damit. Also ein Garten mit Haus wäre da sicher kein Fehler bei der Haltung eines Leonbergers. Doch ansonsten ein Hund, der für mich als Ersthund eventuell durchgeht. Grundvoraussetzung, einlesen in die Materie, schauen, wie Hunde funktionieren. Also als blutiger Anfänger, der Hunde nur von Hörensagen kennt, auch hier würde ich eher von solchen Riesenhunden die Finger lassen. Aber für Leute, die am Thema interessiert sind, noch keinen Hund besessen haben und sich eine große Portion Hund vorstellen könnten, dann
würde der Leonberger meiner Meinung nach da in Frage kommen. Ja, das ist meine Meinung. Ja, so viel zum Leonberger. Liebe Zuseher, ein Video kommt noch vor Neujahr. Ich habe Ihnen gesagt, das wird ein Hund wie ein Feuerwerk. Ich hoffe, das Thema Feuerwerk hält sich dieses Jahr in Grenzen. Ich befürchte aber genau das Gegenteil. Viele von uns besitzen zu Hause einen Freund oder eine Freundin, einen Vierbeinigen oder eine Vierbeinige, die mit der Knallerei ganz schlecht zurechtkommen. Auch meinem gefällt das nicht wirklich, aber wir werden das auch dieses Jahr überstehen. So, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und wie gesagt, einmal vor Neujahr sehen wir uns noch. Da sende ich dann Neujahrsgrüße extra noch raus. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.